Hallo und herzlich willkommen zu unserem Blick auf aktuelle Zahlen und Trends am deutschen Fondsmarkt. Heute mit der Frage, wie sich die Gebühren für Privatanleger zusammensetzen und in den vergangenen Jahren entwickelt haben. Fondskosten interessieren ja nicht nur Anleger und Branche, sondern auch den Gesetzgeber, denn im Endeffekt geht es um die Frage, wer wie viel von der oft guten Bruttoperformance eines Fonds erhält. Investmentfonds sind in Bezug auf die Transparenz ihrer Gebühren so vorbildlich wie fast keine andere Branche, kein anderes Produkt, denn Anleger können ganz genau nachvollziehen, wie viele Gebühren ihnen oder ihrem Fonds belastet werden. In Deutschland gibt es vor allem zwei Gebührenarten, die relevant sind. Das eine sind Ausgabeaufschläge, die dem Anleger direkt bei der Fondsorder belastet werden, und die laufenden Gebühren, die dem Fondsvermögen regelmäßig entnommen werden. Und laut dem Europäischen Fondsdachverband gibt es eine etwa Dreiteilung der Fondskosten. 40% entfallen auf das Portfolio-Management, weitere 40% auf den Vertrieb, also zum Beispiel die Bank fürs Beratungsgespräch, und die übrigen 20% entfallen dann auf die allgemeine Verwaltung, Buchhaltung und auch die Vergütung der Depotbank zum Beispiel. Die gute Nachricht für Anleger ist, dass die Fondsgebühren in Deutschland und Europa seit vielen Jahren sinken. Die aktuelle Studie der Europäischen Wertpapieraufsicht ESMA 2023 zeigt, dass in Deutschland aufgelegte Aktienfonds laufende Gebühren und Ausgabeaufschläge zusammengerechnet von 1,67% pro Jahr vereinnahmen. Und vor 5 Jahren beim ersten Bericht dieser Art waren es noch 1,93%. Also von über 1,9 auf unter 1,7%, eine Senkung um 13% in nur 5 Jahren. Und wenn man mal zum Vergleich die Produktgruppen des deutschen Verbraucherpreisindex heranzieht, sieht man, dass nur eine einzige Produktgruppe in dem Zeitraum einen ähnlichen Rückgang verzeichnet hat, und das waren Telefone. Die erfreuliche Entwicklung, also erfreulich vor allem natürlich für die Anleger, ist im Wesentlichen auf 2 Faktoren zurückzuführen. Das eine ist das Aufkommen und Wachstum des Segments der börsengehandelten Fonds, der ETFs. ETFs sind einerseits oft ohne aktives Fondsmanagement, das heißt, sie folgen passiv einem Index und dadurch fallen natürlich weniger Kosten für das Portfolio-Management an. Außerdem sind die Vertriebskosten bei ETFs typischerweise nicht Teil der Produktkosten, damit werden sie auch nicht gezählt, wo also bei klassischen Fonds der Vertrieb über laufende Gebühren oder Ausgabeaufschläge finanziert wird, erheben die Vertriebsstellen bei ETFs eigene Gebühren, also zum Beispiel Ordergebühren bei einer Direktbank, und teilweise gibt es auch eine indirekte Vergütung über die Handelsplätze. Der zweite wichtige Grund, der wird von der ESMA sogar in den Vordergrund gestellt, ist der technologische Fortschritt. Die Fondskosten sinken auch, weil bei den Fondsgesellschaften immer mehr Prozesse automatisiert werden, die Digitalisierung Einzug hält und damit auch die Kosten für die Fondsadministration sinken. Und diese Kosten werden dann eben auch an den Anleger weitergegeben. Und wer mehr wissen will zum Thema Fondskosten, aber vor allem auch zur spannenden Frage, wie der Fondsvertrieb in Deutschland organisiert ist und wie er in Zukunft organisiert sein könnte und sollte, dem empfehle ich einen Blick in unsere Position dazu, die wir Ihnen auf unserer Website zusammengeschrieben haben und hier nochmal gerne verlinken. Und damit herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.